Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dux Aquaristik-Experimente. Ich bin zurück beim Simon Vogel, Skalarezucht. Da habe ich schon mal ein Video gemacht. Das blende ich euch jetzt mal hier oben ein. Könnt ihr euch gerne anschauen. Da haben wir ein bisschen die Anlage vorgestellt, so ein bisschen die Unterschiede, Altum, normaler Skalar. Ja, und also über allgemeine Pflegetipps haben wir da auch schon drinnen. Heute soll es ganz speziell um den Altum gehen. Ja, wir werden auch wirklich ganz schön detailliert und wir präsentieren euch 3 Weltneuheiten, kann man sagen, ja, und dokumentieren auch eine Welterstnachzucht. Ja, und da wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß dabei. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte das machen, hier unten draufklicken, Glocke anklicken, dass ihr keine neuen Videos mehr von mir verpasst. Ja, und Daumen hoch würde ich mich natürlich auch sehr freuen. So, und dann fangen wir mal an und dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß dabei. Hallo Holger, schön, dass du wieder da bist. Und diesmal geht es speziell über Altums, verschiedene Altum-Varianten, wo ich habe. Und dann vor allen Dingen auch um die Aufzucht der Altums bis zur Verkaufsgröße für den Endkunden oder für die Händler. Und natürlich auch die Pflege auf Dauer im Schaubecken. Ja? Das will ich heute einfach mal euch zeigen. Genau. Da fangen wir jetzt einfach mal an hier. Da habe ich schöne Altum-Wildfänge vom Rio in Iridau. Die sind jetzt so circa 2 Jahre alt. Ich warte jetzt drauf, dass sich da ein Bärchen bildet und dann durch die 2 anderen raus. Die sind jetzt schon in Stimmung. Das Alter ist jetzt da, so mit 2 Jahren fangen die Wildfänge meistens an. Und jetzt sehen wir mal einfach, wie sich das weiterentwickelt. Und die zeigen halt auch ein wenig andere Körperform wie die Orinoros. Die sind ein bisschen kürzer, ein bisschen höher von der Körperform. Haben auch oben ein wenig ein schönes Blau drin im Kopfbereich mit rote Punkte. Und das sind sehr elegante Altums. Und wie gesagt, das sind reine Wildfänge. Diese noch im Amazonas geschwommen. Geschlechtsunterschied, woran siehst du jetzt, was da Männchen und was Weibchen ist? Also die Männer sind meistens ein bisschen größer vom Körperbau und ein bisschen einen steineren Anstieg von der Stirnpartie, einen stärkeren Nasenknick. Den ich jetzt hier habe, das sozusagen das müssten Männchen sein, der da hinten. Ne? Das müssten Männchen sein und dort rechts daneben, das müssten Weibchen sein. Also ein Bär, der müsste auf jeden Fall dabei sein. Bei den anderen 2 bin ich noch nicht sicher. Es sieht nach 2 Weibchen aus. Also es kann sein, dass nur ein Männchen ist und 3 Weibchen. Da muss ich mal noch abwarten. Aber manchmal ist auch noch ein Männchen dabei, wo man gar nicht denkt. Ne? Jetzt noch. Genau. Die sind halt einfach ein bisschen vom Wachstum zurück und dann sieht man das nicht gleich. Aber der linke da, das müsste ein Männchen sein. Aber endgültig weiß es wirklich auch schon so abgleichen, oder? Am besten ist es immer, wenn sich das Paar findet und dann balzt und sein Revier verteidigt, dann ist man auf Nummer sicher, ja. Okay. So, und dann können wir mal rüber zu den Orinokos gehen. Hier sind wir jetzt bei den Rio Orinokos. Das sind jetzt Nachzuchten von mir. Das ist eigentlich ein Orinoco gekreuzt mit einem Orinoco Red. Das geht auch nur Altum mit Altum. Weil die einfach mal wieder neue Gene gebraucht haben. Ne? So ab der F4, F5 Generation lässt es irgendwann mal nach. Und da habe ich da mal ein Orinoco mit einem Orinoco Red gekreuzt. Und die entwickeln sich sehr schön, die Jungtiere. Da werden wir noch einmal drauf eingehen. Da kann er immer die verschiedenen Größen zeigen. Und das sind 2 Bärle. Die haben auch schon geleicht. Öfters. Und die sind so 1,3 Jahre alt. Wunderschön. Was haben wir jetzt hier Schönes? Also das ist was ganz Besonderes. Das sind jetzt Altum-Wildfänge vom Rio Basimone aus Venezuela. Die sind jetzt so circa 2 Jahre alt. Das ist also was ganz Neues, weil der Heiko Bleher hat die erst im Jahr 2019, also Februar 2019 entdeckt, fotografiert und beschrieben. Und ich hatte halt das Glück, über meinen Großhändler solche Tiere zu bekommen. Und natürlich ist das mein Ziel gewesen, die nachzuziehen. Und das ist mir erstmals geglückt in diesem Jahr. Und da bin ich richtig happy drüber. Ja, und das ist auch, was man jetzt sozusagen als Welterstnachzucht, so viel ich weiß, hat ihn noch keiner nachgezogen. Dokumentieren können. Genau, ne? genau. Blende ich euch jetzt auch mal die Bilder ein, wo ihr seht, wie die Gelege bewacht werden und die Elterntiere dazu und so weiter.
Und das ist jetzt eine schöne Gruppe. Ich habe dann auch noch in den großen Schaubecken die 2 Zuchtpaare stehen. Die habe ich länger extra gemacht. Die haben ja dann auch schon öfters gelangt. Und das zeigen wir euch dann später noch, dann, also unbedingt dranbleiben, wie die so sich entwickelt haben und wie und so weiter. Ne? Genau, die verschiedenen Größen der Jungtiere. Genau. Wo jetzt kommt erst mal die bestanden. Ja. Also ein schönes Rot so drin, ne? Genau, die haben also sehr viel Rot drin. Ich finde die eigentlich noch schöner wie die Adlerbauer. Ja. Die haben einen starken Nasenknick. Die Streifenzeichnung ist extrem schön. Das ist schön schwarz sind die Streifen, die, wenn sie so am Balzen sind. Und dieses Rot und Blau, also es ist Ich finde, die Körperform hat irgendwie eine unglaubliche schöne Symmetrie. So Ja. Mein Geschmack ist ja immer ein bisschen anders, aber das sind ganz elegante Albums. Ja. Und es gibt ja auch mehrere Fanggebiete, da können wir gleich mal auf das Thema eingehen. Früher, der bekannteste ist der Rio Orinoco, dann der Rio Arapahua, Rio Inirida. Der Rio Ventuari war dann auch noch so eine neue Variante oder ein neues Fanggebiet, muss man sagen. Und neuerdings gibt's ja auch noch den Rio Audana, durch Horst Linge entdeckt und fotografiert und beschrieben in seinem Buch. Kann ich euch nur empfehlen. Und dann gibt's noch den Rio Negro Aldum. Das ist auch ein echter Aldum. Das hat Georg Wüst dann fotografiert. Oder also entdeckt, fotografiert und beschrieben. Das ist auch beim Horst Linge im Buch zu sehen. Und dann gibt's noch den Rio Valbis, das ist auch ein neues Fanggebiet. Ja, und natürlich jetzt den Rio Parsimone als Venezuela. Und sicher gibt's noch mehr Fanggebiete. Das hat noch alles. früher hatten wir gemeint, es gibt nur eins, ja? Ja, das heißt immer Orinoco Aldum, das ist so der Oberbegriff. Genau. Das ist wie bei dem Diskusfischen. Früher war es der braune Diskus und jetzt gibt's einen Kuribera oder einen Alenda und das kommt halt immer auf die ganzen Flusssysteme an. Betas. Genau. Gibt's übrigens auch ein Video, wo ich jemanden besucht habe, der selber seine Wildfänge im Amazonas gefangen hat. Wenn euch das Thema Wildfänge bei Diskus ist interessiert, blende ich euch jetzt auch mal oben ein. Also, hier haben wir was ganz Besonderes. Das sind jetzt Rio Orinoco Red. Das ist eine Kreuzung von mir. Das war ein Orinoco Mann, gekreuzt mit einem Arabaro Weibchen. Und das ist jetzt die erste Generation. Die sind jetzt auch schon, ja, wie alt sind die? Die müssen 2,5 Jahre alt sein. Und die haben auch schon öfters geleicht. Und jetzt habe ich mir gedacht, lässt du einfach mal die Brut drinnen, ob sie Brutpflege machen. Das sind ja Nachzuchten von mir. Und wie ihr seht, die machen vorbildliche Brutpflege. Die Jungen sind jetzt so 3 Wochen alt. Das ist vom Ableichdatum gerechnet 3 Wochen alt. Und die pflegen super. Man sieht auch immer an den Zücken und ich brauche bloß mit der Hand hinzugehen, die stehen sofort da. Da muss ich ja mal probieren, ob sie gerade reagieren. Ja, sie reagieren schon, aber sie sind, das ist ihre Ecke da hier hinten. Und dann sind auch die Jungen immer versammelt. Und die überwachen die super. Ich habe auch gar kein Nachtlicht und nichts, also das sind völlig im Dunkeln. Ja. Und die selektieren natürlich auch die Schlechten aus und die schwimmen eigentlich mit der Brut ganz rum. Das sind immer zu aktiv. Und die Zeichen, die sie geben, da führen sie die Jungen immer mit. So das Zucken der Flossen. Also schon eine einmalige Sache. Und es ist auch, das ist das erste Mal, wo einer da videomäßig drüber dokumentiert. Ich habe ja auf meiner Homepage jetzt schon ein paar Videos reingestellt, um mal die Entwicklung der Jungen zu sehen. Mal sehen, wie lange ich sie drin lasse bei den Eltern. Ich muss jetzt einfach mal die Zeitung noch machen und dann irgendwann durch mal die Elterntiere raus und lasse die Jungen halt dann wieder schwimmen und sie so groß. Sieht man also so wahrscheinlich nicht so oft bei YouTube, ne? Ist also wahrscheinlich videotechnisch erst mal, dass das dokumentiert wird, ne? Ja. Ich habe noch nichts Großartiges gesehen, dass da einer mal das gefilmt hat. Über mehrere Wochen ist es sich entwickelt. Ja. Ein wunderschöner Anblick, ne? Also das muss man schon sagen, ne? Ich suche mir jetzt nach Futter, die sind schon wieder unten und suchen. Ja. Können wir was reinschmeißen, oder? Ja, ich kann ja mal ein bisschen Adenia oder Zyklopс. Genau.
Das ist das Männchen hier vorne, oder? Das ist das Männchen, ja, und das ist das Weibchen. Gleich drauf, gerne dann mit dem Finger hingehst. Da bei mir über die Kamera, ja, wird's gleich angegriffen. Ja. Extrem, ne? Ja, die sind schon. Aber es sind halt Buntbarschen, ne? Ja, hier sieht man es mal sowas so klar, ne? Ihre Jungen. Genau. Ja. Und wenn wir da jetzt noch andere Fische drin hätten, die hätten auch keinen Spaß daran. Ne? Die Laichentwicklung war auch sehr gut. Das ist trotzdem eine große Gruppe geworden. Also die Eientwicklung war sehr gut. Und die haben wir auch sehr gut. Und das, obwohl es ja keine Naturaufzuchten waren. Die Eltern sind ja F1. Ne? Ja, die Eltern, das ist praktisch, das ist eigentlich, wie gesagt, eine Nachzucht von Orinoco, von Arabaro gewesen und diese Kreuzung. Und trotzdem machen die vorbildliche Brutpflege. Davor habe ich ja nur künstliche Aufzucht gemacht. Und wie gesagt, das waren jetzt ein paar gelegen und ich gesagt, lässt sie mal drinnen. Und wie gesagt, sie pflegen sie super. Ja. Die haben auch alle am Kegel gehängt und so und immer wieder eingesammelt, wieder am Kegel angespuckt. Die haben es aber nicht umgesetzt, die waren eigentlich nur am Kegel, die setzen es an den Baumstamm dann, haben sie aber nicht gemacht. Das habe ich bei den Rotrücken nochmal gehabt, die haben sie wieder dann umgesetzt, aber die haben es nicht gemacht. Und dann, wie gesagt, die sind ja dann noch nach 8 Tagen aufgeschwommen und alles in einem großen Schwarm. Und bis jetzt sind es immer noch sehr viele, muss ich sagen. Ja, so ganz schöne Truppe, ne? Ja. Also da bin ich wirklich stolz, dass das so gut klappt mit den zwei. Das muss auch ein Putzbärle sein. Naja, also du sagst, wenn sie sich selber finden, genau, dann klappt das auch, selbst wenn die Eltern jetzt genau, das selber nicht gelernt haben von ihren Eltern, logischerweise. Ne? Am besten so eine Gruppe mit 6 Stück oder 8 Stück und dann, wenn sich ein Bärle findet, dann kann man das gesondert tun und dann harmonieren die also. Ja, man sieht es ja wirklich vorbildlich, ne? Ja. Okay, jetzt wollte ich euch mal zeigen hier einen großen Schaubecken. Das ist eine 90er Beckenhöhe. Da habe ich dann mal junge Orinoco Red rein. Da waren sie so ein paar Monate alt. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie die da mit 11 Monaten aussehen. Also das sind jetzt diese Tiere hier. Das sind jetzt die Orinoco Red. Das sind jetzt 11 Monate alt. Zum Vergleich. Ja, hier, gell? Das ist einer. Das ist einer. Der da hier. Der da unten. Da ist noch mal schöne. Also die haben sich super entwickelt, sind nachher schön hoch geworden, haben einen schönen Nasenknick auch. Und als Vergleich haben wir hier die Parsimoni Wildfänge. Die sind jetzt 2 Jahre alt. Die Nachzuchten sind 11 Monate alt. Also die haben schon, da hinten bei den 2 großen sieht man es ganz gut, haben eigentlich schon eine schöne Größe. Im Vergleich zu den Wildfängen mit 2 Jahren. Also die Nachzuchten wachsen auch sehr gut. Ist ja mal Indikator, dass du nicht gerade mal alles falsch machst, ne? Nee, man muss halt wirklich viel Wasserwechsel machen und gut füttern. Man sieht aber auch die Unterschiede. Was ich jetzt finde, man kann ja viel diskutieren, ob man das jetzt sieht, aber hier sieht man mal wirklich im Direktvergleich, dass man auch das sieht, die Unterschiede, ne? Also, dass das wirklich 2 verschiedene Standardvarianten sind, wo man auch optisch sieht, das sieht doch gar nicht aus, ne? Genau. Das sieht man ja nicht gut. Wobei, das muss man noch kurz erwähnen, hat man im letzten Video auch erzählt, das ist jetzt ein normaler Skalar, das waren diese hier, Santa Isabel, genau. Das sind Wildfang-Nachzuchten von mir, Santa Isabel Skalar, sind aber auch sehr groß schon, wie man sieht. Ja. Die haben auch schon über 30 Zentimeter Spannweite. Genau. Ja, aber das, was jetzt so richtig die Streifen hat und so, da sind wir drauf eingegangen im letzten Video, die Unterschiede. Genau. Und den starken Nasenknick, das sind also dann die Haltungskanäle. Ja. Und als Beifische habe ich noch schöne Eopharvus veni. Die gefallen mir besonders gut, weil sie auch sehr viel Rotanteil haben. Also die sind echt super. Sind noch nicht ausgewachsen, ne? Die sind noch nicht ausgewachsen. Die werden schon richtig kloppen. Die werden noch größer. Das muss man da schön dazu sagen, gell? Und wie gesagt, die fressen hauptsächlich Frostfutter, Artemia, weiße Mückenlarven. Dann kriegen sie noch Mysis im Grill. Aber jetzt habe ich sie auf Granulat getrimmt auch. Das ist auch wichtig. Ich nehme da einfach mal ein bisschen Granulat raus. Zeige es euch einmal. Gehen sie auch voll drauf, ne? Gehen sie voll drauf. Ich fütter immer Frostfutter, das ist klar. 3-mal am Tag, 4-mal am Tag. Auch die Großen. Auch die Großen. Aber ich sag mal so, wenn sie jetzt 3-mal am Tag Frostfutter kriegt, dann kriegen sie draußen 3-mal Granulat. Sind ja auch viele Stoffe drin, die sie brauchen. Dann ist ja, wenn du welche abgibst, dass du denen dort auch das fressen, oder? Ja. Weil die Kunden, wenn sie bei mir mit
10, 12 Wochen kriegen, die sind eigentlich dann nur Frostfutter gewöhnt, Artemia und weiße Mückenlarven. Ich sag dann, okay, dann füttert es halt aus mit der guten Flocke oder einem Granulat, dann gewöhnt es sich dran, aber das Frostfutter, das dann nie vernachlässigen. Das ist ganz wichtig. Okay. So, da haben wir eigentlich jetzt schon einiges gezeigt an großen Tieren. Jetzt wollen wir mal zu den kleinen Tieren, zu dem Nachzug. Ne? Alles klar. Auf geht's. Hier haben wir jetzt Rio Orinoco Altum Nachzuchten von mir. Das sind jetzt F2. Die sind jetzt 10 Wochen alt. Das ist so zwischen 10 und 12 Wochen gebe ich die meistens ab. Und da haben sie auch eine schöne Größe. Und man sieht auch, die Flossen sind schön lang geworden. Auch oben die Filamente sind schön ausgezogen. Also 10 Wochen müssen sie mindestens sein. Drunter gebe ich sie nicht. Macht keinen Sinn, weil derjenige kann sie nicht so pflegen, wie ich, weil ich mache den ganzen Tag die Pflege und die Aufzucht. Ich zeige euch jetzt mein Futter. Das heißt, schwierig, jetzt ohne weiße Mückenlarven. Das ist ja nur jetzt, wenn der Wasser aufgetaut. Den muss man eigentlich schnell verfüttern, die weißen Mückenlarven nicht so lang. Mhm. Wenn die jetzt praktisch an den Nierenwaber kommen, die Fische, dann muss er halt trotzdem weiter am Tag kleiner füttern. Ne? Das ist gut. Und wann sagst du, kannst du dann nur auf zweimal gehen oder so? Gar nicht. Weil wenn ist ja nicht jeder den ganzen Tag zu Hause, weißt du, ab welchen Alter jetzt einmal so. Also ich würde ja schon früher mal mit Frostfutter füttern und dann nachmittags und abends. Aber wenn jetzt einer zum Beispiel den ganzen Tag unterwegs ist, also früh wenigstens Frostfutter reintut, zum Beispiel weiße Mückenlarven, die sind gleich weg. Und dann abends halt noch zweimal mit Artemia füttern. Und kannst du mit einem Granulat mit ein feines Granulat, da kann man sich dran gewöhnen. Das ist alles kein Problem. Die fressen sehr gut. Sieht man. Und sind sehr gesund. Und so muss es sein. Genau. Und die wachsen auch gut weiter, wenn man sie gut füttert und gut Wasser wachsen. Und das sind jetzt, wie gesagt, Orinoco. Haben wir auch sehr schöne Streifenzeichen. Keine Streifenfehler, nichts. Das ist wichtig. Und da achtest du immer sehr drauf, dass das passt. Der will ja auch perfekte Fische haben. Genau. So, und dann kann ich euch dann noch kleine Quasimoni zeigen. Das sind dann 4 Hügel. Die haben wir rüberschwenken. Die sind jetzt 5 Wochen alt. Die bekommen noch keine weißen Mückenlarven und keine Artemia. Die kriegen eigentlich jetzt noch Artemia Naubien und halt Zyklops gefroren. Zyklops ist schon auch so ein Futter, das habe ich schon oft gehört, so das gut funktioniert so auf, ja, ne? Ja. Den war ich erst vor 2 Stunden früher, man sieht, es ist ein bisschen zögerlich, aber wenn sie dann wieder anfangen, gehen sie auch nicht mehr. In der freien Natur suchen die ja ganz einfach noch Futter. Ne? Das sind ja Babys, die wollen ja wachsen. Ne? Also sind die eigentlich ständig am Futter sein. Und das macht schon viele Arbeit. Also ich fütter sie am Tag 4-mal. Ah. Das kriege ich in 10 Wochen ja nicht auf die Verkaufsgröße. Ne? Ja. Aber was, wie man sagt, wenn man zu schnell füttert, leidet die Qualität, das siehst du offensichtlich nicht. Und man sieht ja den Fischen an, dass sie nicht ja, 2 Stunden fressen. Ja. Sie sind jetzt noch ein bisschen füllig vom Bauch, ne? Die sind jetzt noch nicht so gierig. Aber lassen wir jetzt noch 2 Stunden rum, dann fangen die wieder an und suchen. Ne? Ja. Und da muss schon wieder was kommen. Ne? Und Futter. Und das sind jetzt eine Brut gewesen, das war eine sehr große Brut. Das so, unten haben wir noch eins, das haben wir noch gezeigt. Das war eine Brut, die 2 Bären. Ja. Wie viele Tiere sind das ungefähr? 900. Oh, schon, gell? Ja. Das war halt super. Ja, Wildfang ist auch alles gut geklappt mit der Befruchtung, Einwicklung war super. Es ist nicht so einfach, da habe ich jahrelang dran gearbeitet und jetzt funktioniert es. Ja. So, und dann kann ich die auch mal in der Größe zeigen. Ja, Moment. Und wie lange man sieht, was es wird. Die sind jetzt 8 Wochen alt, sind auch Quasimoni. F1 Nachzuchten.
Kann ich mal da Chemia reinschütten. Seht ihr mal, wie die draufgehen. Also ich finde eigentlich nur Frostfutter. So, schleppe ich mir nichts ein. Ja. Einfach was hin. Ja, und die brauchen jetzt mindestens noch 2 Wochen. Es kommt immer darauf an, wie die Besatzungsdichte ist. Manchmal sind sie mit 10 Wochen schon groß, manchmal brauchen sie 12 Wochen. Ne? Es sind ja trotzdem dahinter jetzt 160 Fisch drin. Ja. Ja, also mehr kann ich da jetzt nicht mehr rein tun. Und wie sagst du manchmal bei manchen Fischen, sagt man, der muss die Besatzdichte höher sein, damit der Futter nicht da ist. Wie ist da so deine? Ja, also da wenn jetzt bloß 50 drin wären, wäre es genauso. Ne? Ja. Bloß wenn ich jetzt 50 drin hätte, die würden natürlich schneller wachsen. Die sind natürlich dann mit 10 Wochen dann noch größer. Ne? Okay. Ja, du machst schon viel aus. Ne? Platz, Wasser oder. Aber wenn ich dann wieder Becken frei habe und dann sind die auch dann, momentan ist ja alles voll, aber wenn ich Becken frei habe, dann teile ich die schon immer wieder auf. Ne? Dann nehme ich halt dann nochmal dann jetzt, was weiß ich, 60 aus und lass bloß noch 100 drin, dann machen die nochmal einen richtigen Schuss. Ne? Mhm. Aber es geht noch so. Oh ja. Man muss halt viel Wasserwechsel machen, dann geht es. Und das sieht so um die Filamente, ziehen sie wieder schön aus. Um die Wasser, dieses Filament. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, ist die Wasserqualität baff. Weil alle sind eigentlich nur empfindlich nach Bakterien und dadurch muss man viel Wasser wechseln. Sonst fallen nämlich oben diese Filamente weg und dann wachsen die Flossen gescheit nach. Und dann natürlich die Zeit, dass du dann was machst, ne? Ja, da muss man dann, aber ich mache kontinuierlich, ich habe mein System. Ja, das war. Dann funktioniert es. Und die werden super. Aber Keimdichte, sagst du, sollte man schon entweder über Wasserwechsel oder halt über UVC. Genau. Schon Wenn eine jetzt kontrolliert UVC-Merker anhängt, ist das eigentlich auch super. Aber bei meinen Anlagen kann ich nicht bei jedem Ding ein UVC lernen. Und ich mache das einfach mit Wasserwechsel. Aber gutes weiches Wasser und das funktioniert. Ja. Und dadurch kann ich ein wenig einen höheren Besatz fahren. Hier. Okay. Aber ich bin immer gespannt, wenn die dann groß werden, wie die sich weiterentwickeln. Aber ich denke, die werden super. Ja, haben wir schöne Streifen. Genau, Streifen werden schon durch. Ja, Ja, ne? perfekt. Und das ist wichtig. Genau. So, dann kann ich euch mal noch Orinoco Red zeigen. Hier sind jetzt Orinoco Red Nachzuchten zu sehen. Sind jetzt 5 Wochen alt. Da gehen die Scheiben schon echt schnell durch bei denen. Also die sind echt drüber. Das ist, wie gesagt, diese Käufer. Ich bezeichne die als Orinoco Red, weil der Outer Barbo Red mit eingekreuzt ist. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Und die haben also wirklich, wenn man so unter einem schönen Licht sieht, viel Rotanteil drin. Ne? Während der reine Orinoco eher ins Bläuliche geht, ne? Der reine Orinoco geht ins Bläuliche und der Outer Barbo Red damals, da oben ist ein schönes Bild, wenn du mal hochschwenken willst. Das war der Orinoco, das war der Outer Barbo Red. Mhm. Und das war einmalige Sache. Diese Fische damals, die habe ich 2012 nachgezogen. Also solche habe ich noch keiner wieder gesehen. Wobei die Parsimone jetzt praktisch gleichwertig sind. Ich finde sie aber noch schöner, weil die noch einen schönen Nasengang gehabt, die Parsimone. Bei denen war der Nasengang ganz ausgeprägt. Mhm. Der ist bei den Parsimonen schön. Aber wie gesagt, das Rot und dieser oder Barbogen gehabt und dadurch heißen die jetzt Orinoco Red. Ah, die hast du jetzt gar nicht mehr. Die habe ich gar nicht. Okay. Die habe ich dann abgegeben an den Liebhaber. Die waren dann zu alt, die haben wir dann immer geleicht. Ah. Ja, aber der pflegt so immer noch, der hat mir letztes Mal ein Foto geschickt. Also der hat sie immer noch. Okay. Gut, und dann könnten wir die Orinoco Red mal da noch größer zeigen. Das sind jetzt die Orinoco Red mit 6,5 Wochen. Und ihr seht, die haben auch. Und das ist aber noch gar nicht so, das gibt's halt nur bei dir. Ja, also die Orinoco Red war eigentlich eine Kreuzung, die hat sonst keine. Genau, es ist also auch eine, ja, Weltneuheit ist es nicht, irgendwo schon auch, ist nicht mal ganz neu, gab es schon ein paar Jahre. Die gibt's exklusiv bei mir. Exklusiv, also Exklusiv muss man sagen, gibt's bei mir die Orinoco Red. ja. Und wie gesagt, die haben auch sehr schöne Streifen, seht ihr ja, durchgezeichnet. Und halt exklusiv aktuell bei mir die Vivo Parsimone, Wildfungnachtzug. Genau. Das sind Sachen, die kriegt ihr so nicht momentan im Zooladen. Genau. Ja. Kriegt ihr schon im Zooladen, wenn der Händler sie bei mir bestellt. Genau. Aber man kann ja bei dir direkt bestellen. Können wir dann später, sagen wir dann noch was dazu. Wie das funktioniert. So, jetzt jetzt da. mal zu den
Rio Orinoco. Das sind jetzt Rio Orinoco im Alter von 17 Wochen. Es sind ja auch kleine 20 Stück dabei, Holger. Mhm. Die fahren wir dann gleich mal raus. Und die sind also wirklich schön geworden von den Flossen auch. Ne? Man sieht oben das Filament und auch wirklich wunderschön ausgezogen. Und so sehen die dann, wie gesagt, vorhin haben wir sie gezeigt mit 10 Wochen, so das ist so die Abgabegröße ab 10 Wochen. Und jetzt sind sie halt 17 Wochen. Da seht ihr mal, wie die in 7 Wochen gewachsen sind. Ne? Ja, das ist schon Wahnsinn, ne? Also die wachsen das erste Jahr relativ schnell. Das zweite ist etwas langsamer. Im dritten merkt man es gar nicht mehr, aber die wachsen bis zu 3 Jahre und je nach Beckenhöhe zwischen 35 oder knapp 40 Zentimeter. Und das richtet sich schon stark nach der Beckenhöhe, Ja, was zu sagen. da haben wir so in einem 60er Becken mit wenig Bodengrund. Das sind ja noch 16 Höhe, da werden die A 25 Zentimeter. Nur durch den Wasserwechsel. Ne? Ja. Und gute Filteranlagen. Und in einem Becken, sage ich mal, mit 70er oder höher, dann werden die auch mal 40 Zentimeter. Also in dem Becken da hier mit 90er Höhe, dann werden die 40 Zentimeter im Laufe der Zeit. Das ist schon aber Oschi, ne? Das ist natürlich auch so eine Sonderheit und das muss natürlich auch, wenn man die Tiere sich erwerben will, bieten können, sonst hat es keinen Wert. Ja. Ne? Also ich sage immer, 60 sollte es wenigstens sein, besser als 70er immer. Oder größer. Mhm. Ja. Also, jetzt fangen wir mal an. Ich fange deine Augen raus, Alter. Jo. Versuche jetzt mal ein paar größere und ein paar kleinere Tiere rauszufangen. Fangen jetzt erstmal ein paar kleinere raus, dass du ein bisschen Weibchen und Männchen gemischt hast. Ich nehme dann 10 Weibchen und 10 Männchen, gell? Dann ist also die Weibchen sind etwas kleiner, die Männchen etwas größer. Ja. Das müssten Männchen sein. Das ist ein schöner, großer. Das ist der Stirn schon etwas steiler. Das ist jetzt mein Eindruck, ja. Und den Männchenweibchen hier im Netz seht ihr nochmal schön. Ja. Ja, wunderschön. So muss das aussehen, ne? Ein schönen Nasen, schöne lange Flossen. Durchgezogene Streifen und Filamente dran, ne? Der ist eigentlich perfekt. So, jetzt wollen wir nicht länger quälen, tun wir in das Becken rein, in den Beutel rein. Und das ist ja auch wichtig, wenn man irgendwo, man sieht es ja doch immer mal im Handel rumschwimmen, dass man auch mal weiß, worauf muss man achten, ne? Ja. Jetzt sind wir mal hier. Dann erkenne ich die Qualität. Genau, jetzt mal ein kleineres Tier. Die Stirn nicht so steil. Der Nase nicht so extrem. Das müssen Weibchen sein, bei meiner Erfahrung deswegen. Ja. Mhm. So, die ersten Zähne sind verpackt. Ja. So werden die verpackt bei mir. Mit Sauerstoff. 2 Tüten Sauerstoff. Ja. Zeig es gleich nochmal, gell? Da halten die es wirklich locker 24 Stunden aus. Ja. Kein Problem. Und dann kommen sie hier in eine schöne Box. Also schickst du die auch So eigentlich verstecke ich die auch. mehr oder weniger weltweit, oder? Man kein Heatback, aber wenn es dann wieder die Kältetemperaturen im Herbst Ja. losgeht, über den Winter kommt euch da oben noch ein Heatback rein und viel Zeitungspapier. Mhm. Die werden dann schön verpackt und das sind sehr schöne Boxen. Also, das sind die innerhalb von 24 Stunden beim Kunden. Und das funktioniert. Und wie du dann beim Eingewöhnen, was ist da so deine Erfahrung, wie du da Ja, vorgehst? so einen Beutel reinstellen in den Eimer Mhm. und so nach und nach immer ein bisschen Wasser reinschütten. Das ist so ein Becher und so, dass man es 1:1 mischt. Und dann halt nach eine halbe Stunde müssen die Fische rein, weil es Sauerstoff machen kann. Ja. Mhm. Weil jetzt, wenn man den Beutel aufmacht, ist ja der Sauerstoff gleich weg. Ja. Also nicht zu lange im Beutel lassen, eine halbe Stunde maximal, 20 Minuten. Weil man kann man das nehmen und umsetzen. Man muss ja nicht unbedingt diese Tröpfelmethode machen. Wenn man mal ein bisschen Wasser mit einem Becher reinschüttet, 1:1 mischen. Temperatur stimmt, ist wichtig, gell? Temperatur anpassen. Also Sauerstoff reicht ja immer aus, bloß in den kalten Monaten kühlen die ja runter. Kann schon mal sein, dass die bis auf 20 Grad runtergehen, aber da stehen sie immer noch. Sollte nicht sein, aber Temporär ist es auch kein Problem, aber Wasserwechsel mit kaltem Wasser, sagst du dazu? kaltes Wasser kann man ruhig mal einen Wasserwechsel machen. Weil man kann aber von 28 runter auf 24, das macht mir gar nichts aus. Okay. Und wenn er sich jetzt mit 20 Grad kriegen sollte, zum Beispiel über die Wintermonate, dann muss man ein bisschen langsam anpassen. Aber da musst du zulassen, Beute, gell? Das ist der Kniff. Ja, man muss ein bisschen warten, bis er
die Raumtemperatur annehmen und dann langsam das Wasser mischen. Sehr gut. Aber sonst klappt es mit dem Versand super. Ja, wenn die Fische auch in so einer Kondition sind und direkt vom Züchter, dann ist das ganz was anderes, wie wenn der schon dreimal irgendwo hingeschickt wurde, wenn du die im Laden dann kaufst. Das muss man da aussehen, gell? Ja. Heute ist ja warmer Tag. Ja. Ich musste fast schon gekühlt. So, dann kommen wir noch die Versandpapiere drauf. Hier Aufkleber noch mal drauf. Ja. Das ist wegen hier ist die eigentlich so. Kriegst mit Co. verneid oder was? Genau, die sind bis 12 Uhr sind sie verpackt. Mhm. Da weiß ich um 10 an. 12 Uhr sind sie alle verpackt und dann kommt der Co-Express und am nächsten Tag sind die zwischen 8 und 12 beim Kunden. Oder beim Händler. Funktioniert super. Machen wir seit Jahren. Gut, alles klar. Und die kann man bei dir über die Webseite bestellen, blenden wir alles so unten in die Videobeschreibung, gell? Und meine Altung. Die haben wir da nochmal stehen. Können Sie über meine Webseite bestellen und Genau. per E-Mail. Aktuell habe ich viel Schwimmen, aber es sind auch schon sehr viele reserviert für Händler, weil ich habe auch viele Händler. Ah, ja. Gut. Zur Pflege kann ich noch eins sagen. Haben wir zwar jetzt wieder schon öfters mal erwähnt. Wichtig ist halt 50% Wasserwechsel. Bei dem Becken zum Beispiel, weil es ein hoher Fischversatz ist, würde ich wöchentlich jetzt 50% wechseln. Mhm. Weil es kein Dichtung, die Bakterien nicht tun, der wachsen so super. Wenn ich euch jetzt so ein Becken habe mit 4 Stück nur, dann machen wir 30% Wasserwechsel. Mhm. Ja? Und halt Temperatur bei Skalaren, bei den Rotrücken lange jetzt zum Beispiel 26 aus, bei Alters würde ich 28 machen. Und täglich halt wenigstens 3-mal für Phosphorademia. Also mit genau Plan Mysis. Und halt später, wenn sie größer sind, so mit einem 3 Jahren am Grill. Und halt noch eine gute Flogge oder gutes Kanonak zusätzlich. Ja, Simon, ich bedanke mich bei dir für diese exklusive und sehr detaillierte Führung. Gerne. Danke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen hoch dazulassen. Wie gesagt, wir packen euch ja noch mal ein paar Infos, wie ihr die Skalare bekommen könnt und auch sonst so ein paar zusätzliche Informationen kriegen könnt. Unten in die Videobeschreibung, da auch noch mal reinschauen. Fragen, Anregungen, gerne in die Kommentare damit. Ja, ansonsten, willst du noch was sagen? Ja, ich bedanke mich auch für euer Interesse. Ich sehe es auf meiner Homepage, es ist sehr viel los immer, also sehr viele Leute, wo draufschauen, freut mich sehr und ich hoffe, das bleibt weiterhin so und ich würde mich freuen über eure Bestellungen. Das war's dann auch schon wieder für heute. Bis demnächst bei Dux Aquaristik Experimente. Ciao.